Die asiatische Hornisse breitet sich in alarmierendem Tempo in Europa aus. Ursprünglich stammen die Insekten aus Südostasien. Jetzt leben sie auch im Garten von Achim Vogel. An seiner Hütte haben sie ihr Nest gebaut. Belastend für den Gartenbesitzer. Weil man zum Beispiel hier jetzt unsere Gartenhütten nicht weiter gut nutzen kann. Denn jede Berührung oder Erschütterung würde diese Tierchen wieder anfangen lassen anzugreifen. Achim Vogel ist schon mehrfach von den Hornissen gestochen worden. Ich habe leichte Allergien gegen diese Art von Stichen. Und die Stiche von diesem Insekt waren sehr schmerzhaft. Was halt das Weitere ist, was ich später nachgelesen habe, diese Insekten tun einen markieren für die anderen, die dann auch abwehren sollen. Sie kommen auf sie zugeflogen und stechen. Massiv. Ja. Und ich war also 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten später beim Arzt und habe dann Gegenmittel bekommen. Die Stiche sind zwar nicht gefährlicher als die unserer heimischen Bienen, doch für Allergiker heißt es sofort zum Arzt. Björn Klein-Logel ist Schädlingsbekämpfer und soll das Nest heute beseitigen. Wir haben hier eine asiatische Hornisse. Die ist seit einigen Jahren bei uns. Wir hatten vor 3 Jahren das erste Nest. Sie wurde ursprünglich 2004 eingeschleppt nach Frankreich. Ein einzelnes Tier, und von dort hat sie sich über Frankreich bis nach Deutschland verbreitet. Mittlerweile sind die ersten Nester auch in Hamburg und in Berlin. Also es wird angenommen, dass sie sich weiter nach Norden verbreitet. Also die asiatische Hornisse ist bei uns bekämpfungspflichtig, weil sie eben einwandert. Man möchte die Einwanderung etwas abbremsen. Und man muss mal schauen, wie sie sich bei uns eingliedert in den Naturhaushalt. Aktuell gehen Naturschützer davon aus, dass die invasive Art eine Bedrohung für unsere heimischen Insektenarten darstellt, vor allem für die Honigbienen. Für Laien ist die asiatische Hornisse von unserer heimischen europäischen Hornisse nur schwer zu unterscheiden. Und deswegen ist es wichtig, als erstes immer zu gucken, ist es eine europäische Hornisse, die ist streng geschützt, oder ist es eine asiatische Hornisse, die ist bekämpfungspflichtig. Im einfachsten Fall kann man ein paar Fotos machen, vorsichtig, und das an die untere Naturschutzbehörde schicken. Die kennen sich damit aus, die können das bestimmen. Oder ein anderer Experte, wie wir als Schädlingsbekämpfungsbetrieb, wir können das unterscheiden. Und dann wissen wir, ob wir es eben bekämpfen müssen oder ob es geschützt ist. Wenn die einheimische Hornisse nicht bleiben kann, dann wird sie umgesiedelt an einen anderen Ort. Wichtig sei eine zeitnahe Bekämpfung der asiatischen Hornisse vom Profi, sagt Björn Klein-Logel. Die Hornissen haben im letzten Herbst Jungköniginnen gebildet. Diese haben überwintert. Und eine dieser Jungköniginnen hat sich das als Platz hier ausgesucht für das Primärnest. Die Tiere bauen erst ein kleines Nest und später ziehen sie noch mal um in eine Baumkrone. Dort bauen sie dann ein sehr großes Nest. Kommt man dem Nest zu nahe, werten die Insekten das als Angriff und stechen. Daher bekämpft Björn Klein-Logel nur im Schutzanzug. Wir haben ein kurz- und kräftig wirkendes Insektizid. Das geben wir in das Flugloch rein. Damit sterben alle Tiere ab, die innen drin sind. Wir können das Nest dann auch rausnehmen und mal anschauen. Es sind aber immer Tiere unterwegs. Deswegen hängen wir das Vogelhäuschen nach der Maßnahme wieder an dieselbe Stelle, damit die zurückkommenden Tiere in den nächsten Tagen auch noch von dem Mittel abbekommen und auch daran sterben. Schon nach wenigen Minuten sind die Hornissen tot und die Bekämpfungsmaßnahme beendet. Das Nest selber besteht aus Papier. Die Tiere holen sich morsches Holz, mischen das mit Speichel und bauen dann dieses papierartige Nest. Gartenbesitzer Achim Vogel ist erleichtert. Auf alle Fälle mal sicherer wieder. Ja, jetzt sind diese hübschen Insekten nicht mehr da. Hab was für die Natur getan, denn sie gehören nicht her. Denn als invasive Art sind die Tiere bekämpfungspflichtig.